Wir sagen ein ganz herzliches Willkommen zum dritten Tag unserer New York Moments. Ein besonderer Tag. Wir haben heute den 11. September. Bei der Buchung haben wir da gar nicht bewusst drauf geachtet, aber wie es der Zufall will, haben wir meist Anfang September Urlaub und so kommt es, dass wir heute zufällig hier in New York sind. Wir sind nicht das erste Mal an diesem Tag in den USA und dass es ein ganz besonderer Tag ist, das haben wir bereits erlebt. Der bewundernswerte Patriotismus und Zusammenhalt ist zum Greifen. Die Menschen kommen zusammen, um die Opfer, aber auch die Helden dieses Tages zu ehren. Wir sind keine Sensationstouristen, das ist uns wichtig zu erwähnen. Eher ist es uns eine Ehre, an einem so bedeutenden Tag wie heute hier zu sein. Wir starten früh in den Tag und nehmen die Metro 1 Richtung Lower Manhattan. Wir steigen im Oculus aus und sind absolut geflasht. Das hier ist nicht nur ein Bahnhof, der New York mit New Jersey verbindet, es ist ein riesengroßes Einkaufszentrum und gehört mit zum World Trade Center. Ein wirklich beeindruckendes Bauwerk, selbst so früh am Morgen. Die Geschäfte haben natürlich noch geschlossen, aber einen Kaffee bekommen wir, denn ohne den geht ja bekanntlich nichts. Ja, das haben die eben in den Nachrichten gesagt, die werden heute weitere Namen an den Tafeln machen. Okay. Für die, die noch weiter verstorben sind. This is in China. Wir sitzen an der Ecke Trinity Liberty und trinken unseren Kaffee nicht weit weg von dem Ort entfernt, an dem dieser grausame Anschlag geschah. Es ist schon eine sehr besondere Stimmung, ganz besonders hier in New York. Wir sprechen kurz mit einem sehr, sehr netten State Trooper, der uns ein wenig den Ablauf an Ground Zero erklärt und dass der Bereich bis zum späten Nachmittag abgesperrt sein wird. Er gibt uns den Tipp, am Abend nach Staten Island zu fahren. Dort gäbe es ein weniger bekanntes Memorial und eine Gedenkfeier. Das sollen wir uns anschauen. Es wäre sehr feierlich und respektvoll, gleichzeitig traurig, aber auch schön. Und auch die Tributes in Light könne man von dort sehr gut sehen. Von hier schon nach Hause? Über die Autos quasi. Da stand Ja, weiß ich. Ja, und im Bassin. Also Pool. Ja, also das ist die neue U-Bahn-Station, die sie hier gebaut haben. Oculus nennt sich Oculus. das hier. Das ist schon alles sehr, sehr schick gemacht. Ja. Dann jetzt tschüss, weil wir müssen jetzt die U-Bahn machen wir. Ja. Ja. Okay. So, wir sagen tschüss, ne? Okay, tschüss. 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 So, jetzt muss ich mal überlegen, wo wir hergekommen sind. Da geht's. Da sind wir, glaube ich, hergekommen. Von da. Da. Ah, Wieder hoch. Unsere Planung war zugegeben sehr naiv für heute und wir tauschen den Tagesplan von heute einfach mit übermorgen. Also geht es jetzt zum Edge in den Hudson Yards. Das ist eine Aussichtsplattform und zwar außen. Wie der ein oder andere mittlerweile weiß, leide ich an ziemlicher Höhenangst. Hudson Yards liegt auf der Westside von Manhattan und ist ein ehemaliges Industriegebiet, heute umgewandelt in ein Luxusviertel. 2019 offiziell eröffnet und eines der größten privaten Immobilienprojekte in der Geschichte der USA.
Kiosk gedacht. Ja, hätte ich auch. Neon lights are dancing up the streets. Taxi cabs and skyscrapers is what we need. Concrete jungle under our feet. Central Park was shining in the dawn. Statue of Liberty gave us a heart. Subway rhythms carry us along. Every corner Du wirst ja oben drauf besser fotografieren können, ne? different song. Morning. Free on roads, chasing dreams under the New York sky. Turning strangers into friends as we fly Tiffany. by. Ja, aber nicht mit dem Trump, glaube ich, das originale Tiffany, oder? Of the city sing our Ja, wieder alles. love. In the heart of the hustle, Nee. learn to fly. Hey, Blue Express From Times Square's sparkle Da. to Broadway's glow. Every moment Ich meine, die haben es aber total is a drauf. priceless. Wir bummeln ein wenig durch das Shopping Center von 30 Hudson Yards, das Gebäude, auf dem sich The Edge befindet. Übrigens mit 395 Meter das zweithöchste Bürogebäude in Manhattan. Noble Geschäfte, wie könnte es anders sein, und ehrlich, so gar nicht unsere Welt. Wir holen unsere Tickets für die Plattform und sind an diesem Morgen mit einer der ersten, die hochfahren. Mir ist doch ganz schön mulmig. Feel the pulse of life on crazy nights in this town where everyone unites. Chasing stars and neon lights. Free on Ja, geil. chasing dreams under the New York sky. Turning strangers into friends as we fly by. The heart of the hustle, we learn to fly. From Times Square sparkle to Broadway's glow. Every moment is a priceless show. In a cafe we find a friendly hello. New York City has given us its flow. Hallo. We'll cry, we'll laugh beneath the city lights. Feel the pulse of life on crazy nights in this town where everyone unites. Chasing stars and neon lights. 3 on road is chasing dreams under. Aspettiamo solo che Marilena si riprenda, poi facciamo la foto. Facciamoci la foto in quattro, ce la facciamo fare la Our German friend. Alles drauf. Und Chelsea Pierce. Nee, da sind die Chelsea Pierce. Hai visto? Ich hab's noch gerade gesehen. Я чуть просто впереди, а вы станете сзади. The Edge ist das höchste Outdoor-Skydeck der westlichen Hemisphäre und bei klarer Sicht soll man einen tollen Blick auf die Skyline von New York, den Hudson River, die Freiheitsstatue und sogar auf Teile von New Jersey und darüber hinaus haben. Soweit die Theorie. Es gibt einen Glasboden, der aber Gott sei Dank nicht über das ganze Deck verteilt ist und ich werde da garantiert nicht draufgehen.
Um die Plattform herum sind natürlich riesige Sicherheitsscheiben und ich denke mir so in meinem nicht mehr ganz jugendlichen Leichtsinn, das dürfte ja dann nicht so ein großes Problem sein. Weit gefehlt. Für die Fotos war ich schon ganz schön tapfer und hoffe, dass ich auf den Bildern auch so rüberkomme, aber das war's dann. Das Kribbeln in den Beinen wird immer stärker, ich muss weg von diesen Scheiben, meine Höhenangst hat mich jetzt voll im Griff. Ich muss rein, es geht nicht mehr. Drinnen war es eigentlich sowieso viel schöner, denn da gab es als Werbeaktion für ein Parfum einen Blumenboom. Und ganz ehrlich, das war auch so das einzige Highlight. Und die Show im Aufzug, die ist hier auch schon wieder sehr spektakulär gemacht. Also ganz ehrlich, wenn The Edge nicht in unserem Sightseeing Pass inbegriffen wäre, über den Eintrittspreis von über $40 pro Person hätten wir uns ein wenig geärgert. Die Aussicht war okay, aber die hat man von anderen Skydecks auch. Für uns also kein Must-Do, das hat jetzt nichts mit meiner Höhenangst zu tun. Also ich sag mal, wenn du jetzt hier Eintritt bezahlt hättest, hätte ich mich geärgert. Da haben wir schon auf besseren Dingern gestanden. Wir wollen noch ein wenig die Hudson Yards erkunden. Das zwischendurch unsere Kamera ausgesetzt hat, merken wir erst, als wir an The Vessel ankommen. Einer der meist fotografiertesten Orte wohl in New York. Ein Aussichtsturm mit wabenartiger Struktur, 16 Stockwerke hoch und mit Treppen verbundene Plattformen, auf denen man einzigartige Ausblicke haben soll. Auf 16 Stockwerken zwischen viel höheren Wolkenkratzern? Uns bleiben die Ausblicke allerdings verborgen, denn The Vessel ist schon länger aus Sicherheitsgründen geschlossen. Wie es heute ausschaut, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich meine, man kann wieder drauf. Wir begnügen uns mit ein paar Fotos, denn auf langes Anstehen haben wir keine Lust und finden, dass die Hudson Yards jetzt auch nicht unbedingt was für uns sind. Wir mögen es da lieber bodenständig und authentisch. Ja, hier geht's der Highline hoch. Diese Treppe. Ein Vorteil der Hudson Yards ist aber der Zugang zur Highline, quasi der Hintereingang, denn der Highline Park beginnt an der Gansevoort Street im Meatpacking District und verläuft über mehr wie 2 Kilometer bis zur 34. Straße, eben in der Nähe von Hudson Yards. Und da freuen wir uns wirklich drauf. Wieder einer der unzähligen Parks hier und Highline Park ist etwas ganz Besonderes. Er wurde auf einer ehemaligen Güterstrecke errichtet und liegt somit etwa 7,5 Meter über der Straße. Überall im Park gibt es verschiedene Sitzbereiche, Bänke, Liegestühle. Gleichzeitig ist Highline auch noch eine Open-Air-Galerie und das ganze Jahr über finden Führungen, Gartenworkshops und Aufführungen statt. Uns aber reicht es, gemütlich durch diesen wunderschönen Park zu laufen. Wir halten immer wieder mal inne und genießen die Aussichten. Ja, Highline ist ein absolutes Must-Do für uns, würden wir immer wieder besuchen und es ist eines der kostenlosen Attraktionen in New York. Moment geht's aber, oder? Ja, weißt du was, ich zieh's lieber an.
Ja. Genau, Leute. Ja, nee, wenn wir eure Kinder. Auf der Karte sieht. Manja, oder? Ich hätte jetzt ja nicht gedacht, dass das so früh ist. Also nicht früh, ja, ne? Also. Das hat noch nicht geguckt. In Häuserschluchten steht mehr die Luft. Ja, das Problem ist einfach, wenn die Wolken nicht da sind, ist der Aufstieg. Oder?
berühmten Chelsea Market verlassen wir die Highline wieder. Chelsea Market ist ein Food Market, wie wir sie so lieben. Und ziemlich riesig. Chelsea Market erstreckt sich über mehrere Blocks im ehemaligen Gebäude der National Biscuit Company und hier gibt es neben Lebensmitteln und Restaurants auch noch allerhand andere Geschäfte und Kunsthandwerksläden. Ganz alt, ne? Oh, ja, sämtlich. Wir bekommen langsam Hunger, mittlerweile ist es fast 14 Uhr. Und so verführerisch das Essen im Chelsea Market auch aussieht, wir möchten raus, mitten ins Leben, auch wenn die Luft draußen wieder zum Schneiden ist. An der 14. Straße entdecken wir den Strawberry Deli. Delis sind eine Mischung aus Feinkostgeschäft, Café und kleinem Supermarkt. Wir nehmen unser Essen mit und setzen uns am Chelsea Triangle an die Tische, genießen verdammt gute Sandwiches, ganz ehrlich, eins hätte für uns zusammengereicht, und wir beobachten das Treiben. Nicht zu vergessen, es ist immer noch Fashion Week in New York und mehr sagen wir dazu nicht, aber es ist sehr unterhaltsam. Zu Fuß wie auch sonst geht es weiter durch dieses schöne Eckchen an der Westside von Manhattan. Viele schöne alte Gebäude, ein besonderes Flair, und diese alten Häuser gefallen uns ehrlich gesagt besser als die neumodischen Wolkenkratzer. Ja, das kannst du jetzt natürlich wieder jetzt nicht sehen. Da habe ich so kleine Parks dazwischen, ne? Ja. So schlendern wir immer weiter geradeaus die Hudson Street entlang. Ziel soll für uns irgendwann das Staten Island Ferry Terminal sein. Wir befinden uns hier übrigens im West Village, dem westlichen Teil von Greenwich. Uns gefällt es hier. Schöne alte Gebäude, Restaurants, Geschäfte. Ja, die Gegend hat Charme, genau wie Chelsea. Weißes Pferd. Die Blumen. Sieht ja mal urig aus, ne? Ja. Was? Also das typische New York. Bitteschön. Besser geht's, glaube ich, gar nicht, oder? Ja. Nicht das Times Square. Sieht ja gut aus, oder? Ready to eat. Ha? Ready to eat. Wenn da vorne eine Bank ist, setzen wir uns nochmal hin, in Ruhe. Ja, jeden immer so gibt, ne? Ja. Glaube ich jetzt ja nicht. Ne? Wir gehen mal Ich rüber. habe schon gesehen. Im München Hofbräuhaus, oder? Richtig, ich habe nur die Garage gesehen. Hofbräufahne da. Ach du Scheiße. Kein Witz. Hab ich doch nicht gesehen gehabt.
Und eigentlich wollten wir auf unserem Weg noch ein wenig mehr in Greenwich eintauchen, um ja wenigstens von allem ein wenig mitzunehmen, was irgendwie geht. Eigentlich. Aber an der Christopher Street kapitulieren wir. Wir haben mal wieder die Wege unterschätzt und dazu ist es auch noch wahnsinnig heiß und schwül. Von hier wäre es noch wenigstens eine Stunde zu Fuß zum Terminal, sagt Google Maps. Wir brauchen garantiert wieder länger. Ehrlich gesagt, wir wollen nur noch zur Metrostation. Die Linie 1 wird uns runter bis zur Fähre bringen. Uns qualmen nämlich die Socken. Ja, den ganz alten Wasserturm. Oben drauf. In 4 Minuten. Ja. Das sieht gut aus. Und dann sind wir am Staten Island Ferry Terminal. Natürlich gibt es allerhand Verkäufer, die einem unbedingt Tickets für die Fähre andrehen wollen. Aber aufgepasst, alles Betrüger. Die Fähre fährt nämlich 24/7 kostenlos für alle und verbindet den Stadtteil Staten Island mit Manhattan. Ja, ja, genau die meine ich. Genau die meine ich. Da war noch so ein Typ mit so gefärbten Haaren so. Ah. Ja, ja. Ja, ja. The streets full of people calling. Lights dance, flicker like a dream. City of the heart, only you can bring me up. New York City, Cupid calls me. City of the heart, you live in me. There are life jacket storage areas as well as body instructions plainly posted and located throughout the ferry in case their use is required and Taxi calls far away. Love is in the air tonight. City of the heart, you live in me. New York shines like never deep in my heart. Die Fahrt dauert etwa 20 Minuten und man fährt relativ nah an Lady Liberty vorbei. Für die, die nur einen Blick auf die Freiheitsstatue werfen wollen, eine sehr günstige Alternative übrigens zu den Bootsfahrten auf die Insel. Wait to the terminal and wait for the next departing ferry. You cannot stay on the boat. Go ashore upon docking. All ashore. Everybody must go ashore when we dock. All right. Die sagen extra nochmal, dass keiner auf dem Schiff bleiben darf. Wenn man jetzt, so. wenn man jetzt noch mehr will, dann wieder einsteigen. Ja, so wird alles aufbleiben, wenn wir herfahren. Jetzt hast du. Aber es ist günstig, ne? Siehst du? Von Staten Island aus hat man einen tollen Blick auf den Big Apple und wir haben immer noch 9/11. Der State Trooper heute Morgen hat uns ja den Tipp mit dem Memorial gegeben und wir wollten sowieso von hier versuchen, einen guten Blick auf die Tributes in Light zu bekommen. Und wir wollen natürlich auch den 5. Stadtteil von New York besuchen, logisch. Aus diesen Gründen sind wir also hier.
Erstmal müssen wir ein Gewitter abwarten. Der Himmel wird immer dunkler und plötzlich Manhattan weg, New Jersey weg. Und so schnell es kam, so schnell war das Gewitter auch schon wieder weg. Wie immer hier. Aber der Anblick, das war schon phänomenal. Und danach hatten wir auch endlich wieder bessere Luft. Regenalarm. New York City. Ja gut, ist da drüben. Oh, sieht schon aus, als ob die Welt untergeht da hinten, oder? Ja. Das ist schon krass, ne? Das schwarz aus da hinten, oder? Nee, das zieht ja weg, das zieht ja dahin. Oh, jetzt wird es da hinten. Ist das nicht eine Stadt? Mein Gott. So nah und trotzdem so weit weg. Ja. Oder so jetzt von hier, ne? Ja, wie lange fuhr die Fähre jetzt? 20 Minuten? Ne? Wir gehen runter zum Denkmal, was auch Postcards genannt ist und den Opfern von Staten Island bei 9/11 und des Bombenanschlags auf das World Trade Center vom 26. Februar 1993 gewidmet ist. Hier soll eine Gedenkfeier stattfinden, die uns der State Trooper ans Herz gelegt hat. Freedom and love of country. Dr. King said, love is the greatest force in the universe. It is the heartbeat of the moral cosmos. Am Memorial selber ist eine Absperrung. Wir haben uns auf eine nahegelegene Bank gesetzt und einfach zugehört. Jeder einzelne Name der Opfer wurde zu ganz leiser Orchestermusik vorgelesen, teilweise von den Angehörigen selbst mit persönlichen Worten. Immer wieder läutete eine Glocke, es war eine sehr berührende Gedenkfeier. Das zu erleben war sehr ergreifend. Wir können und möchten dazu auch gar nichts weiter sagen. To love your neighbor and to love your country. Kathleen Elaine Aldridge Frederick, Police Officer Christopher Amoroso, PAPD, Laura Angeletta, Firefighter Faustino Apostoli, Frank Thomas F.G. Aquilino, Firefighter Luis Avina, Adam P. Arias, Lieutenant Greg Atlas FDNY, Louis Abersano, John J. Gadagliaca, Jane Ellen Basler, Catherine Dantas, Walter Moran, Assistant Chief Gerard A. Jerry Barbara, FDNY, Paul Vincent Barbaro, Firefighter Arthur T. Berry. Die ersten Lichtstrahlen der Tributes in Light sind in der Dämmerung schon schemenhaft zu erkennen. Das erlebt man nur einmal im Jahr am 11. September. Vom Battery Park in Manhattan aus werden Lichtstrahlen gut 6 Kilometer in den Himmel gestrahlt. Sie sollen im Umkreis von etwa 100 Kilometern sichtbar sein. Diese Lichtstrahlen zeichnen die Umrisse der ehemaligen Zwillingstürme des World Trade Centers nach. Als wir wieder auf die Fähre zurück nach Manhattan steigen, ist es dunkel und wir haben einen wunderbaren Blick auf die Tributes in Light. Eine bewegende und sehr eindrucksvolle Art, das Gedenken an den 11. September 2001 aufrechtzuerhalten. Firefighter Greg J. Buck, Kathleen A. Burns, Milton Gilberto Basilla, Firefighter Patrick D. Byrne, Lillian Caceres, Firefighter Salvatore B. Palabro, Philip V. Calcagno, Firefighter Michael Camarada, Vincent A. Angelosi. Ein teils doch sehr emotionaler Tag geht zu Ende und dass wir heute fast 13 Kilometer zu Fuß unterwegs waren, verliert fast an Bedeutung. Wenn dir unsere New York Moments von unserem dritten Tag gefallen haben, dann zeig es uns gerne mit einem Like und bleib am Ball, indem du uns abonnierst. Du verpasst so keine Videos und unterstützt uns dadurch mit unserer Arbeit. Danke dafür und danke, dass du mit dabei warst. Bis zum nächsten Mal.